Willkommen! Heute zeige ich euch, wie man in Lightroom schnell und einfach Unterwasserfotos bearbeiten kann. Los geht's! Letzten Freitag war die lange Nacht der Unterwasserfotografie, organisiert von Pan-Ocean, dem Haus der Unterwasserfotografie. Fand ich eine ganz tolle und gelungene Veranstaltung. Die ganze Bandbreite von verschiedenen Unterwasserfotografen hat sich da vorgestellt, hat einen Einblick gegeben. War eine tolle Veranstaltung und ich bin auf die Idee gekommen, vielleicht auch mal Anfänger-Tutorials zu machen in der Fotobearbeitung. Heute machen wir was ganz Einfaches mit Lightroom. Wir werden ein bisschen einen Weißabgleich mal uns anschauen, werden uns die Graduationskurve mal ein bisschen anschauen. Alles ein bisschen oberflächlich, aber 10 Minuten und man kann schon wesentlich seine Bilder damit verbessern. Wollen wir mal schauen. Ich habe jetzt hier ein Bild, das habe ich in Tulamben in Bali aufgenommen. Dort bin ich sehr gerne tauchen beim Ocean Sun und ich habe hier diesen Fischschwarm. Tiefe sind ungefähr 7 bis 9 Meter und wir haben schon die richtigen ersten Probleme, dass die Farben halt gar nicht mehr stimmen. So, und das möchte ich gerne korrigieren. Das ist ganz einfach, ich suche mal irgendwo eine weiße Stelle, die habe ich hier, nehme hier diese Pimpette vom Weißabgleich, drücke hier unten drauf und so ungefähr sollten die Farben ausgesehen haben. Ja? Jetzt möchte ich aber hier noch ein paar Sachen verändern. Ich möchte, hier unten diese Steine waren viel schwärzer, ich möchte mehr Kontrast haben. Ne? Und deswegen mache ich Folgendes, ich ziehe hier den Kontrast ein kleines bisschen hoch und ich gehe hier mit dem Schwarzen ein kleines bisschen runter. Grundsätzlich muss man sagen, wenn man sowas noch nicht so häufig gemacht hat, die meisten schieben die Regler viel zu sehr hin und her. Ich sage immer, weniger ist da mehr. Wir gehen hier noch ein bisschen die Tiefen. Das hält im Prinzip die dunklen Bereiche noch ein bisschen mehr auf. Ja? Und das gefällt mir schon relativ gut. Aber ich möchte das Gelb hier noch stärker haben. Ich könnte jetzt hier die Sättigung hochnehmen, aber ich möchte, dass die Unterschiede zwischen den Farben noch besser zu sehen sind. Deswegen gehe ich hier über die Farbdynamik. Die ziehe ich ein bisschen hoch. Und damit es dann doch nicht aussieht wie ein Bonbon, ziehe ich hier die Sättigung wieder ein kleines bisschen runter. Sonst habe ich so das Gefühl, könnte man noch ein bisschen. Deswegen ziehe ich hier ein bisschen die Struktur noch nach oben. Die Graduationskurve ist eines der mächtigsten Tools, muss man sich mit beschäftigen. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir wollen das Bild ein bisschen aufpeppen, dass die Kontraste noch weiter rauskommen. Ich habe jetzt hier in die Mitte einen Punkt mir gemacht und ziehe die Mitteltöne noch ein kleines bisschen höher, dass sie noch ein kleines bisschen satter werden und dadurch der Bereich, der noch ein bisschen heller wird. Und die Tiefe nehme ich ein kleines Stück runter und das sieht schon sehr interessant aus und das lasse ich jetzt einfach erstmal so. Ja? So, jetzt möchte ich hier das Blau noch ein bisschen verstärken. Deswegen bin ich jetzt hier runter in die HSL-Farben gegangen, gehe hier zum Farbton. Und das erste, was mir eben hier nicht gefällt, hier geht es so leicht ins Grüne. Das gefällt mir nicht. Deswegen gehe ich hier bei Aquamarin beim Farbton hin, schiebe das ein kleines bisschen Richtung Blau und schon habe ich da kein Grün mehr in dem Bild. Ja? Und beim Blau selbst gehe ich auch noch ein kleines bisschen hier drüben in die Richtung und das wirkt richtig gut. Man muss auch wissen, wie Farben miteinander wirken. Ja? Blau und Gelb harmonieren sehr miteinander. Da haben wir einen Komplementärkontrast. Sowas sollte man in einem Bild, wenn man kann, immer verstärken, weil das eben gerne gesehen wird. So, in der Sättigung machen wir hier nichts. Man könnte das Gelb noch ein bisschen stärker machen, jetzt hierdurch. Machen wir mal tatsächlich. Und jetzt gehen wir hier zur Luminanz. Und damit das Blau noch ein kleines bisschen mehr raussticht, dunkeln wir es ab. Ja, die 2 Töne tun wir abtönen und dann hat das wirklich Wirkung, das Bild. Jetzt sehen wir hier vorne, dass dieser Bereich dunkel ist und hier ist es relativ hell. Ja, der Schwarm wirft hier einen Schatten und diese helle Stelle, finde ich, zieht zu viel Aufmerksamkeit. Deswegen nehmen wir uns hier diesen Verlaufsfilter, fangen von hier unten an, schieben den hier hoch, so ungefähr bis hierher. Und damit wir sehen, wo er nun genau wirkt, dieser Filter, ja, drücken wir mal O. Und bei O werden mir solche Bearbeitungsmasken genau angezeigt. So, und jetzt möchte ich aber verhindern,
dass dieser Filter hier unten die Fische eben auch betrifft. Und deswegen mache ich mir eine Bereichsmaske. Das geht hier unten. Und ich glaube persönlich, dass der Farbton jetzt hier vermutlich die meiste Wirkung haben wird. Ich wähle also Farbe aus, sage jetzt hier von dem Stein oder von dem und dann sehe ich schon, das hat funktioniert. Ja, das kann man hier noch ein bisschen variieren, wie stark das drüber laufen soll. So ist gut. Ich drücke wieder O und habe jetzt diesen Bereich im Prinzip ausgewählt. Und wenn ich jetzt hier unten hingehe, ich habe hier unten mir schon so ein fertiges Preset gemacht, Belichtung nehme ich ein bisschen runter, die Tiefen auch. Und ich ziehe auch noch ein bisschen am Schwarz. Und dann säuft das unten auch richtig schwarz ab. Das will ich sogar. Da, wo es jetzt blau ist, hier unten wird mir angezeigt, da zerstöre ich jetzt, das ist dann nur noch schwarzer Matsch. Das ist mir schon fast ein bisschen zu viel. Deswegen gehe ich hier wieder ein bisschen zurück und habe immer noch Struktur weitestgehend. Wie kann man sich das anzeigen lassen? Hier oben, dieses Dreieck warnt mich davor, dass ich in den Tiefen zu stark dunkel geworden bin. Ja? Gut. So, jetzt haben wir noch folgendes Problem. Wir haben hier verschiedene Schwebeteilchen drin. Ich sage gleich dazu, Lightroom ist nicht wirklich dazu geeignet, um viele Schwebeteilchen schnell zu entfernen. Ein paar kann man machen, macht man zu viel, wird Lightroom einfach langsam. Das ist einfach dem geschuldet, wie Lightroom grundsätzlich arbeitet. Ich schalte hier das Bild mal auf Schwarz-Weiß und jetzt sehe ich noch viel besser, wo hier irgendwelche störenden Elemente sind. Wir gehen hier oben mal hin. Hier haben wir zum Beispiel, sieht aus wie ein Sensorfleck. Uiuiui. So, und dann nehme ich mir hier oben diese Bereichsreparatur, Shortcut Q, und dann drücke ich hier drauf und dann mache ich das weg. Normal, wenn ich arbeite und schnell arbeite, benutze ich natürlich die Shortcuts, weil man dann eben sehr viel schneller arbeiten kann, als wenn man mit der Maus sich immer erst das sucht, womit man als nächstes arbeiten möchte. Also das dauert einfach zu lange und deswegen sollte man nach und nach die wichtigsten Abkürzungen kennen, dass man einfach über die Tastatur hier dieses Programm bedienen kann. Das steigert die Bearbeitungseffizienz enorm. So, dann haben wir hier unten noch diese Bereiche. Das stört auch den Betrachter. Uns geht es um die Fische. Das kommt weg. Na? Und jetzt sucht er im Prinzip ein Stück, wo er glaubt, dass das gut reinpasst. Wenn er mal daneben liegt, kann man auch das nehmen und kann es zum Beispiel dann hierher schieben und dann passt er das an. Eine Sache noch will ich als Tipp geben. Die weiche Kante habe ich hier ungefähr nur auf ein Drittel, also nur so 15%. Warum? Wenn man die weiche Kante voll ausreizt, dann hat man einen sehr smoothen Übergang, aber das wirkt meistens einfach nur nach Pixelmatsch. Ja, das Bild wird nicht mehr brillant, das sieht dann einfach nur noch an den Stellen, wo man bearbeitet hat, matschig aus, weil er eben versucht, sehr weiche Übergänge herstellen zu können. Und das finde ich, dann sage ich, lieber eine harte Kante einstellen. Ja, und jetzt haben wir ganz viele Sachen schon gemacht und ich zeige euch jetzt mal das Bild, wie es fertig aussehen würde. Ups, hier, das habe ich noch vergessen. Schwuppdiwupp. Und das wäre schon das fertige Foto. Mehr ist eigentlich gar nicht gemacht worden. Und das finde ich ganz gut. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann würde ich euch bitten, mir das ruhig als Kommentar runterzuschreiben, wenn ihr konkrete Probleme habt. Schwebeteilchen oder Tiefen unter 10 Meter, ja, was man da tun kann oder also so Sachen, die man in Photoshop oder Lightroom in Ordnung bringen kann. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich gucke dann, ob ich da ein Video dazu aufsetzen kann und dann schauen wir mal, ob ich das Format hier weitermache. Lasst bitte einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Ciao.